Ihr Geld ist nicht so sicher, wie Sie denken, denn das deutsche Bankensystem steckt mitten in einem Stresstest, von dem Ihnen niemand etwas erzählt. Das ist keine Krise, aber eine Erosion. Und Sie sind davon betroffen, ohne es überhaupt zu merken. Sehen Sie, die Zahlen sagen alles. Die Zahl der Sparkassenfilialen ist von 19.036 im Jahr 1990 auf heute 6.926 gesunken. Das bedeutet, dass 6 von 10 Filialen geschlossen wurden. Allein 2024 verschwanden 178 weitere Filialen, mehr als 3 pro Woche. Manchmal sind diese Zahlen so groß, dass wir die menschliche Dimension vergessen. Aber jede geschlossene Filiale bedeutet eine Lücke im Zentrum eines Stadtteils, einer Gemeinde. Und denken Sie daran, das ist nicht nur die Geschichte von Filialen. Die Banken selbst verschwinden. In den 1990er Jahren gab es Hunderte von unabhängigen lokalen Sparkassen. Heute, jedes Jahr fusionieren oder werden 5 bis 8 von ihnen vollständig abgewickelt. Das ist keine Modernisierung, das ist ein Ausbluten. Kleine lokale Banken werden unter der gigantischen regulatorischen Bürokratie zerquetscht und verschwinden in immer größeren, anonymeren Strukturen. Das ist nicht nur der Verlust einer Filiale, sondern der Verlust lokaler finanzieller Entscheidungsfindung. Moment. Ist das nur Digitalisierung? Nein, das ist eine soziale Realität. 6 Millionen Menschen haben in ihrer eigenen Gemeinde keinen Zugang mehr zu einer Bankfiliale oder einem Geldautomaten. Für jemanden auf dem Land ist der nächste Geldautomat durchschnittlich 2 Kilometer entfernt. Das ist keine Wahl, das ist Ausgrenzung. Glauben Sie, dass dies ein Zustand ist, der weiterhin als Digitalisierung vermarktet werden kann? Und das Erschütterndste daran, während die Banken das tun, melden sie Rekordgewinne. 2024 erzielte die Branche einen Jahresüberschuss von 478 Milliarden Euro. Die Gewinne steigen, die Filialen schließen. Ist dieser Widerspruch nicht allein schon ein Alarmzeichen? Die eigentliche Geschichte beginnt hier. Denn das leise Schließen der Filialen ist nur das Oberflächenbeben eines massiven finanziellen Erdbebens. Erste Verwerfung: die Immobilienbombe. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, ist sehr klar. Gewerbeimmobilien sind das schwächste Glied im deutschen Finanzsystem. Hier sind die Zahlen. Die Quote notleidender Kredite hat sich in 18 Monaten fast verdoppelt und ist auf 4,47% geschnellt. Die gesamte Branche trägt eine Kreditlast von 586 Milliarden Euro in diesem Segment. Und in den Jahren 2025 bis 2026 müssen rund 100 Milliarden Euro an Krediten aus der Niedrigzinsphase zu neuen, viel höheren Zinsen refinanziert werden. Viele Unternehmen werden das nicht stemmen können. Wenn Sie über diesen massiven Risikoknäuel nachdenken, kommt dann nicht auch ein Gefühl des „Was wäre wenn" in Ihnen auf? Mir geht es ständig so. Was machen die Menschen in der Zwischenzeit? In all dieser Unsicherheit ist Vertrauen das am schnellsten verdampfende Gut. Trade Republic hat die Marke von 10 Millionen Kunden geknackt. 26, Revolut 22. Das sind nicht nur digitale Banken. Das sind Alternativen, die die Lücke füllen, die das traditionelle System bei Vertrauen und Loyalität hinterlassen hat. Die Sparkassen mögen digital gut sein, aber wenn man eine Filiale schließt, einen Berater abschafft, dann verkauft man nicht nur eine App. Man verkauft Vertrauen und Beziehung. Und wenn diese Beziehung reißt, fragen sich die Menschen, warum bin ich eigentlich noch hier? Das ist das größte Risiko, das nicht in der Bilanz auftaucht. Vielleicht sind die verlorenen menschlichen Kontakte die teuersten Kosten der Digitalisierung. Zweite Verwerfung: die Insolvenzflut. Die Realökonomie schlägt Alarm. 2025 könnten 24.000 Unternehmen insolvent gehen. Das ist der höchste Stand seit 20 Jahren. Die Sparkassen finanzieren etwa 40% des deutschen Mittelstands. Das geschätzte Kreditausfallvolumen 57 Milliarden Euro. Die von den Banken gebildeten Risikovorsorgen betragen dagegen nur 2-3 Milliarden. Das ist, als ob man mit einem Glas Wasser zu einem Brand gehen würde. Und das Rückgrat des Systems gerät ins Wackeln. Die Landesbanken. Die Helaba musste allein 2024 556 Millionen Euro Risikovorsorge für Immobilienkredite bilden. Schwergewichte wie die Bayern LB und die LBBW verwalten Immobilienrisikopositionen in zig Milliarden Höhe. Das sind die Institute, die die Sparkassen stützen sollen.
wenn sie ins Wanken geraten. Was ist die unvermeidliche Konsequenz all dessen? Dass größere Fische die kleineren schlucken. Eine historische Schwelle wurde bereits überschritten. In Deutschland gibt es erstmals zusammen weniger als 1000 Sparkassen und Volksbanken. Dieser Trend wird sich nicht umkehren. In den nächsten 10 Jahren werden viele der kleinen lokalen Sparkassen, die Sie heute kennen, entweder in riesige regionale Strukturen eingegliedert werden oder ihre Dienstleistungen so weit reduzieren, dass sie kaum mehr als dem Namen nach existieren. Das ist keine Konsolidierung des Wettbewerbs, sondern des Überlebens. Was bedeuten all diese Dinge für Ihre 10.000, 50.000 oder 100.000 Euro? Theoretisch sind sie sicher. Die Eigenkapitalquoten 8%, sind hoch. Es gibt Garantiesysteme. Aber praktisch wurde noch kein System jemals gleichzeitig mit 2 verflochtenen Verwerfungen dieser Größenordnung auf die Probe gestellt. Wie die Europäische Zentralbank sagte, einige Regionalbanken könnten kippen. Denken Sie einmal nach. Ist Sicherheit nur, dass Ihr Geld durch einen Fonds wie die Einlagensicherung geschützt ist? Oder ist es, dass der Bankberater, der Ihre Familie seit 30 Jahren kennt, Ihren Hauskredit arrangiert hat, in schwierigen Zeiten Lösungen fand, nicht mehr da ist? Was Sie beim Schließen einer Filiale verlieren, ist persönliche Finanzberatung und ein soziales Netz. Für diesen Service gibt es keine Garantie. Und das ist der größte, nicht in Zahlen messbare Verlust. Glauben Sie, dass die Definition von sicherer Bank mit diesem Wandel neu geschrieben werden muss? Keine Panik, aber auch keine Passivität. Sie haben die Kontrolle. Hier sind praktische Schritte. Fragen Sie nach. Fragen Sie direkt. Gibt es Pläne, meine Filiale in den nächsten 2 Jahren zu schließen? Verlangen Sie die Antwort schriftlich. Kennen Sie Ihre Alternativen? Wenn Ihr Bargeldzugang gekappt wird, wird Cashback in Supermärkten bis zu 200 Euro Ihr nächster Geldautomat sein. Streuen Sie. Die gesetzliche Einlagensicherung ist auf 100.000 Euro pro Bank begrenzt. Wenn Sie mehr Vermögen haben, verteilen Sie es auf verschiedene Institute, um den vollen Schutz zu nutzen. Das ist eine Finanzstrategie, keine Angstreaktion. Das ist nicht das Ende des Bankwesens. Aber es ist die Bewährungsprobe eines veralteten Systems. Diejenigen, die auf diese Probe vorbereitet sind, werden nicht die sein, die nur auf Zahlen starren, sondern die, die früh handeln. Wenn diese Analyse Ihnen Zusammenhänge aufgezeigt hat, die in den Mainstream-Medien nicht thematisiert werden, dann ist dieser Kanal genau das Richtige für Sie. Abonnieren Sie ihn. Denn dies ist kein Ort, um Likes zu bitten. Dies ist ein Treffpunkt für eine Community, die der Wahrheit auf der Spur ist. Jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie einen Kommentar. Sagen Sie, meine Filiale schließt auch. Oder fragen Sie, wie überstehen wir diese Risiken? Vielleicht ist das Wichtigste: Was oder wen verlieren wir Ihrer Meinung nach bei diesem Wandel am meisten? Teilen Sie Ihre Gedanken. Denn diesen stillen Wandel können wir nur gemeinsam hörbar machen. Rechtlicher Hinweis: Haftungsausschluss. Dieses Video dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Der Inhalt stellt keine Anlage-, Finanz- oder Rechtsberatung dar. Die präsentierten Informationen basieren auf persönlicher Recherche und Interpretation. Es wird dringend empfohlen, vor jeglichen finanziellen Entscheidungen offizielle Quellen zu prüfen und bei Bedarf unabhängigen professionellen Rat einzuholen. Die Verantwortung für Entscheidungen, die auf dem Videoinhalt basieren, liegt vollständig beim Zuschauer.